Mit der Migrationserfahrung habe ich Diverses auf dem Herzen und das möchte ich gerne teilen und das möchte ich gerne erzählen. Zum einen aus einem persönlichen, egoistischen Grund. Ich möchte mich mitteilen, ich möchte Ausdruck finden für das, was in mir vorgeht. Ich sehe aber auch schon eine gewisse Verantwortung auch, eine Art Vorbild zu sein, diese Person zu sein, die sagt, ja, so, ich kenne diesen Schmerz, ich kenne diese Problematiken, ich war auch in der Situation und darüber können wir sprechen jetzt, auch im künstlerischen Kontext sozusagen. Die Installation, die heißt Crying Chandelier, also der weinende Kronleuchter. Jede Träne, die ich dranhänge, steht für etwas, was ich verabschiede oder was ich verarbeite in Bezug eben auf Migration, wobei da sehr viele Sachen reinspielen natürlich. Also auch meine Stellung in der Gesellschaft und wie es mir geht und so. Genau, und auch Geschichten von anderen Menschen. Und der zweite Teil der Installation heißt Sitting Shiva oder Shiva sitzen. Das kommt aus einer jüdischen Tradition. Wenn eine Person aus dem nächsten Verwandtenkreis stirbt, dann nehmen sich die Menschen eine Woche zum Trauern. Und ich baue eigene Shiva-Möbel, ich baue Sitzgelegenheiten für Einzelpersonen, aber auch für mehrere, also eine Bank, wo halt mehrere zusammen trauern können. Das Überthema, würde ich sagen, ist ganz einfach ausgedrückt, was nehme ich mit und was lasse ich weg oder was brauche ich nicht mehr im Falle einer Migration. Und das kann natürlich mit Gegenständen abgebildet werden. Was packe ich ein in meinen Koffer, wenn ich mein Zuhause verlassen muss? Und immateriell betrachtet, das, was mich mehr interessiert, ist die Frage, was von den Werten, Einstellungen, politischen Ansichten, Wünschen und Träumen auch oder Ängsten nehme ich mit aus meiner früheren Sozialisierung und was brauche ich nicht mehr, was kann ich ablegen und was bekomme ich im Gegenzug, wenn ich das Alte ablege. Und dieser Prozess vom Ablegen und vom irgendwie irgendwas rausnehmen, auch aus der eigenen Persönlichkeit, ist ja auch ein schmerzhafter Prozess. Also sich verabschieden von Gedankengängen, von Wertesystemen, von zuverlässigen und über Generationen weitergegebenen, auch wenn falschen Annahmen, die aber immer so waren, sozusagen, ist halt ein schmerzhafter Prozess, deswegen geht es auch um Trauer. Also es geht auch um dieses, ja, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, aber jetzt ist eine Leere da und damit muss ich jetzt irgendwie umgehen. Das heißt, ich nehme mir den Raum, um diese Trauer quasi zu durchleben auch und biete auch den Besuchenden oder anderen KünstlerInnen an, mit mir loszulassen, mit mir zu trauern. In meiner Arbeit thematisiere ich das Verabschieden von Einstellungen und möchte auch Leute motivieren, die eben keine Migrationserfahrung haben, die das nicht durchlebt haben, die das nicht machen mussten, auch zu überlegen, was sind Sachen, die vielleicht nicht mehr mitgenommen werden müssen, die nicht mehr gebraucht werden. Und sich auch diese Leere und diese Trauer zu stellen, dass da vielleicht erstmal nichts ist.